Willkommen, schön, dass du heute wieder da bist. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir heute in ein ganz besonderes Thema einzutauchen. Bevor wir starten, denk bitte daran, mir gerne ein Like zu geben, das Video zu teilen und meinen Kanal zu abonnieren. Das hilft nicht nur dem Kanal, sondern gibt auch dir die Möglichkeit, dich mit einer wachsenden Gesundheitscommunity zu verbinden, die auf der Suche nach mehr Tiefe, Klarheit und Heilung ist. Heute möchte ich dich mitnehmen in die Welt der Frequenzen und der Methode der Schwingungsheilung. Vielleicht hast du schon von verschiedenen Methoden der Energiearbeit gehört. Manche klingen geheimnisvoll, andere fast unglaublich. Aber die Therapie der Schwingungsheilung ist etwas, das du nicht nur verstehen, sondern vielleicht auch fühlen kannst. Es geht um die Kraft, die in Schwingungen und Frequenzen liegt, und darum, wie diese feinen Energien dich dabei unterstützen können, zurück in Balance zu kommen. Stell dir vor, dein Körper ist wie ein großes Orchester. Jede Zelle spielt ihr Instrument, manchmal leise, manchmal kraftvoll. Wenn alle Instrumente gestimmt sind, entsteht Harmonie. Doch im Alltag geraten wir oft aus dem Takt. Stress, Sorgen, alte Verletzungen oder auch einfach zu viel Lärm von außen lassen die Melodie dann schief klingen. Und so kann auch der Körper von Mensch und Tier und die eigene Schwingung aus der Balance geraten. Durch Ärger, Stress, zu viele Aufgaben und so weiter. Die Therapie der Schwingungsheilung ist wie ein unsichtbarer Dirigent, der das entgleiste Orchester wieder zusammenführt. Viele Menschen fragen mich, was spürt man bei einer Sitzung der Schwingungsheilung? Die Antwort ist so unterschiedlich wie wir Menschen selbst. Manche berichten von einem Gefühl tiefer Entspannung, als würde eine schwere Last von ihnen abfallen. Andere erzählen, dass sie plötzlich Bilder, Farben oder sogar Lichtblitze wahrnehmen. Wieder andere fühlen sich einfach nur frei und leichter, so, als hätten sie endlich wieder mehr Raum zum Atmen. Und wieder andere Menschen, die gerade so gar nicht bei sich sind, spüren wenig bis gar nichts. Dennoch sortiert sich bei ihnen die Energie neu und wird klarer. Das Faszinierende ist, es gibt kein richtig oder falsch. Deine Erfahrung ist genau die richtige für dich. Ein Vorteil der Schwingungsheilung ist, dass sie nicht symptomorientiert arbeitet. Das bedeutet, dass du nicht mit einem ganz bestimmten Problem kommen musst. Die Frequenzen wirken auf einer höheren Ebene. In der Chefetage sozusagen. Es ist eine Rückverbindung zu deiner Essenz, zu deiner Urquelle, auch Blaupause genannt. Es geht weniger darum, wo du gerade ein Zipperlein hast, sondern vielmehr darum, dass dein gesamtes System sich reinigt und wieder in Einklang kommt. Und wenn das geschieht, lösen sich oft wie von selbst auch körperliche oder seelische Blockaden. Vielleicht fragst du dich, ob das nicht zu schön klingt, um wahr zu sein. Das kann ich gut verstehen. Wir sind es gewohnt, dass Heilung kompliziert sein muss. Schmerzen, Arztbesuche, Medikamente, Diagnosen, langwierige Therapien. Doch manchmal liegt die wahre Kraft im Einfachen. Die Schwingungsheilung arbeitet ohne Berührung, ohne Hilfsmittel, ohne langwierige Erklärungen. Und das Schöne ist, man muss nicht vor Ort sein. Es geht auch auf die Distanz. Sie ist wie ein unsichtbares Feld, das dich erinnert. Du bist ganz, du bist vollständig, du bist heil. Ein weiteres Geschenk dieser Arbeit ist, dass sie dich nicht nur im Körper stärkt, sondern auch emotional und geistig. Viele Klienten berichten, dass sie nach einer Sitzung klarere Entscheidungen treffen können, dass sich innere Konflikte auflösen oder dass sie mehr Mut haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Manchmal verändert sich nach nur einer Sitzung sogar das gesamte Lebensgefühl, weil die innere Schwere verschwindet und eine neue Leichtigkeit Einzug hält. Lass uns für einen Moment innehalten. Stell dir vor, wir haben unseren Termin und du legst dich bei dir zu Hause ganz entspannt hin. Ich starte bei mir zu Hause mit der Arbeit und du atmest ein paar Mal tief ein und aus, und plötzlich beginnt etwas in dir zu fließen. Du weißt nicht genau, was es ist, kannst es nicht benennen, aber du fühlst, dass es dich trägt. Du musst nichts tun, du musst nichts leisten. Du darfst einfach nur sein. Genau das ist die Erfahrung, die viele in der Therapie der Schwingungsheilung machen. Wenn du schon einmal das Gefühl hattest, völlig aus der Balance zu geraten, dann weißt du, wie schwer es ist, allein wieder zurückzufinden. Schwingungsheilung ist wie eine sanfte Hand, die dich zurückführt, ohne dich zu drängen. Sie gibt dir Raum und Vertrauen. Und oft sind es gerade diese leisen, unsichtbaren Dinge, die die größte Wirkung haben. Ein weiterer Aspekt, den ich betonen möchte, ist die Wirkung auf Stress. In unserer Zeit ist Stress fast schon normal. Wir sind ständig online, immer erreichbar, immer im Kopf. Doch Stress ist einer der größten Blockierer für Heilung. Die Schwingungsheilung wirkt hier wie ein Reset. Dein Nervensystem darf zur Ruhe kommen, dein Körper darf entspannen, deine Gedanken dürfen stiller werden. Und aus dieser Stille entsteht neue Kraft. Vielleicht fragst du dich jetzt, brauche ich viele Sitzungen, damit es wirkt? Auch hier gibt es keine feste Regel. Manche Menschen spüren nach einer Sitzung eine enorme Veränderung. Andere nehmen sich mehrere Sitzungen, um tiefer einzutauchen.
Wichtig ist, dass du dir erlaubst, offen zu bleiben, ganz ohne Erwartungshaltung. Heilung geschieht nicht nach Plan, sondern nach deinem eigenen Rhythmus. Was du in dem Moment zulassen kannst, wird geschehen. Was ich besonders liebe an dieser Arbeit: sie schenkt uns wieder Vertrauen in uns selbst. Wir alle haben in uns eine tiefe Weisheit, die genau weiß, was wir brauchen. Doch oft haben wir verlernt, auf diese innere Stimme zu hören. Die Schwingungsheilung bringt dich wieder in Verbindung mit diesem inneren Wissen. Du erkennst, dass du mehr bist als dein Alltag, mehr als deine Sorgen, mehr als deine Zweifel. Vielleicht lachst du jetzt und denkst: klingt ja fast wie Zauberei. Und ja, manchmal fühlt es sich genauso an. Aber das Schöne ist, es ist keine Zauberei, sondern deine eigene Energie, die hier ins Fließen kommt. Ich habe schon so viele wunderbare Veränderungen miterlebt. Menschen, die nach Jahren endlich wieder Lebensfreude spüren. Menschen, die innerlich frei werden von alten Ängsten. Menschen, die sagen: ich habe das Gefühl, endlich wieder ich selbst zu sein. Und das ist der wahre Schatz dieser Arbeit. Sie bringt dich zurück zu dir selbst. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich dir noch sagen: hab keine Angst davor, neue Wege zu gehen. Hab keine Angst davor, Dinge auszuprobieren, die vielleicht nicht im Lehrbuch stehen. Heilung ist kein starrer Prozess, sondern ein lebendiger. Wenn dich die Schwingungsheilung anspricht, dann erlaube dir, ihr zu folgen. In der Videobeschreibung findest du meine Homepage, darüber kannst du mit mir in Kontakt treten. Ich danke dir von Herzen, dass du heute dabei warst. Vergiss bitte nicht, mir ein Like zu geben, meinen Kanal zu abonnieren, dieses Video zu teilen und mir einen Kommentar zu hinterlassen. So bleibst du mit mir verbunden, und wir können gemeinsam weiter wachsen.